Das hier ist die genialste Alternative zu Pommes und dafür musst du erstmals eine oder mehrere Kochbananen in etwa 3 cm dicke Scheiben schneiden. Sobald du dies gemacht hast, kannst du die Kochbananenscheiben im Öl für etwa 4 bis 5 Minuten frittieren oder bis sie goldbraun sind. Nachdem die Kochbananen eine leichte goldene Farbe angenommen haben, kannst du sie herausholen und jetzt kommt das Interessante. Mit einem flachen Gegenstand werden sie flach gedrückt. Ich persönlich übertreibe hierbei nicht so viel, weil sie ansonsten zu fragil werden. Bei mir haben sie in etwa eine halbe Zentimeter Dicke. Anschließend kannst du einen Teelöffel Salz in einen kleinen Behälter Wasser auflösen, sodass das Wasser deutlich salzig schmeckt. Und wenn du hier zusätzliche Gewürze dazugeben möchtest, wie Knoblauchpulver oder sonst was, mach das ruhig. Einige lassen lieber diesen Schritt aus, weil sie meinen, es wäre ein bisschen gefährlich und ich zeige dir gleich wieso. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man alles mit Vorsicht macht, es überhaupt kein Problem gibt und dass sich den extra Kick-Geschmack auf jeden Fall lohnt. Jetzt kannst du die flach gedrückten Scheiben für ein paar Sekunden im Wasser tauchen lassen und anschließend gut abtropfen lassen, damit du sie vorsichtig ins Öl gibst, damit sie für weitere 4 bis 5 Minuten frittieren können oder bis die goldene Farbe deutlich dunkler wird. Diese geniale Beilage wird in vielen lateinamerikanischen Ländern auf diese Art zubereitet und heißt je nach Region Patacones bzw. Tostones. Das Wasserbad vor dem Frittieren macht nicht nur die Patacones geschmacksintensiver, sondern trägt auch dazu bei, dass deine Tostones knuspriger werden. Aber wie gesagt, wenn dir das zu blöd vorkommt, kannst du einfach alles ganz am Ende salzen. Ich persönlich mache das immer so. Und wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, im Rezept auf der linken Seite kannst du die frittierte Kochbananen durch Patacones ersetzen und meine Fresse, das wirst du auf gar keinen Fall bereuen.